freue ich mich, Sie jetzt auf diesem Stadtrundgang unter dem Motto „Auf den Spuren der Moderne“ in diese Agile BI City mitzunehmen. Wir starten unsere Tour in Vision Hills. Wie gesagt, Sie dürfen gerne auch einen Blick bei sich auf die Karte werfen, wenn Sie wollen, wenn es ganz hinten vielleicht etwas klein ist. Bei Vision Hills schauen wir so wie hier vom Uetliberg ein bisschen übers Land und überlegen uns, wo möchten wir mit unserem BI, ich sage jetzt mal nicht nur technischen System, sondern mit der ganzen Organisation eigentlich hinziehen. Was ist unser Bestimmungsort, wo möchten wir hin, mittel- bis langfristig? Und ich habe Ihnen hier jetzt ein paar Begrifflichkeiten, ich sage mal Dimensionen, wo wir versuchen aufzuzeigen, was ist vielleicht ein eher traditionelles Verständnis und auf der rechten Seite immer, was wäre aus unserer Sicht das moderne, das heute zeitgemäße Verständnis. Wie sind wir auf diese Punkte gekommen? Das haben wir uns nicht einfach selber aus den Fingern gezogen, sondern wir hatten das Privileg, dass wir im Frühjahr mit 25 bis 30 Personen Interviews führen durften. Das waren Controller, CFOs, aber auch BI-Spezialisten, die wir gefragt haben, einerseits, wo drückt der Schuh? Ja, und wo seht ihr eben genau diese Spannbreite zwischen, was heißt für euch modern in Bezug auf diese verschiedenen Themen? Dabei, wenn wir bei der strategischen Bedeutung sind, können wir klar sagen, tendenziell waren Daten früher einfach ein Nebenprodukt operativer Prozesse. Und seit geraumer Zeit werden Daten wie Assets, wie Finanzen oder Mitarbeiter behandelt, denen man einen bestimmten Wert beimisst. Es gibt heute häufig auch einen Chief Data Officer und eben nicht nur einen Chief Financial Officer. Das drückt sich dann auch in der Finanzierung aus. Ich würde sagen, so das traditionelle Finanzierungsmodell war projektbasiert. Zeitgemäß ist, dass wir eine regelmäßige Finanzierung für BI haben, häufig der Form, dass man ein Team oder bestimmte Teams finanziert, ja, weil wir dort auch eben sehen, dass BI sich laufend weiterentwickelt. Das ist nicht einfach mit dem Projekt per se abgeschlossen, sondern wir brauchen auch danach ein Team, das das System betreibt und weiterentwickelt. Dann haben wir hier die BI-Organisation, das drückt sich auch hier in der Teilstrategie, Organisation und Prozesse dann zum Beispiel aus, dass es bislang Firmen gibt, die haben gar keine BI-Organisation, Teams, auch Leitungs- oder Führungsfunktionen, Prozesse. Ich denke, da kann man schon auch sagen, das ist sicherlich moderner. Jetzt bewegen wir uns vom Hügel nach unten an den Strand, nach Foundation Beach. Und hier geht es um ein paar grundsätzliche Dinge, im Kontext auch der Agilität. Ja, was wir sicherlich beobachten, ist ein starker Fokus auf eine reduzierte Time to Value in der Moderne. Ja, also, wenn es früher problemlos möglich war, ein BI-Projekt über 6, 12, 18 Monate laufen zu lassen, ohne je irgendein Resultat zu zeigen, dann ist das Bedürfnis, dass heute BI-Projekte zuletzt auch vom Fachbereich stärker getrieben werden, viel größer, dass man bereits nach Wochen und nicht erst nach x Monaten erste Resultate zeigt. Auch beim Projektvorgehen, ich würde sagen, wir haben es vorhin schon in der Umfrage gesehen, Sie waren mit mir einig, in der Mehrheit zumindest, dass das Wasserfallvorgehen wahrscheinlich nicht allzu modern betrachtet wird, durchaus auch wertvoll in bestimmten Situationen. Also eben auch da, es geht nicht primär um die Wertung, aber heute zeitgemäßer ist die Einführung agiler Entwicklungsprozesse. Und die Zusammenarbeit zwischen IT und Fach, Sie sehen hier eine Station in Foundation Beach, wo es um die Teamrollen geht. Auch da sehen wir letztendlich, früher hat es das viel öfters gegeben, dass jemand ein Fachkonzept geschrieben hat, manchmal hunderte von Seiten, und dann wurde das einfach so über den Zaun zur IT oder zum BI-Team, falls es eines gab, rübergeworfen und gesagt, ja, macht mal. Ja, und alle waren dann erstaunt, als man sieht hier die Daumen, nach irgendwo 8 Monaten nicht genau das System entstanden ist, was derjenige, der hier die Fachanforderungen aufgeschrieben hat, sich im Kopf ausgedacht hat. Jetzt bewegen wir uns auf der Karte Richtung Südwesten.
Und zwar gehen wir jetzt hier in den Stadtteil, schauen wir, Downtown Patterns. Ja, in Downtown Patterns können Sie ganz viele Design-Patterns besichtigen, und zwar nicht zuletzt ein paar profane Naming Conventions, aber eben auch Datenmodellierungs-Patterns, Data Integration Patterns. Da empfehle ich Ihnen wirklich mal mehrere Tage, vielleicht sogar in diesem Stadtteil zu verweilen. Für heute schauen wir uns nur ein paar Highlights an, respektive ein paar allgemeine gültige Punkte. Und zwar, Sie kennen das sicherlich auch, dass das Rad immer mal wieder neu erfunden wird. Ja? Und man merkt, ja, eigentlich hatte das ein Entwickler vor 3 Jahren auch schon mal gelöst, aber der Neue hat es halt nicht gewusst und hat es wieder neu sich eine neue Lösung ausgedacht. Und natürlich moderner wäre, dass wir ganz systematisch versuchen, Design-Patterns zu definieren und die Entwickler zum Beispiel entsprechend auch auszubilden, so dass wir eben hier einen einheitlichen Standard haben. Und was folgt mit dem Standardisierungsgrad, eben hier unten, gehen wir schon bereits hier nach Central Technology. In Central Technology sehen Sie ganz oft den Begriff Automation. Ja, wenn Sie die Agenda von heute gesehen haben, haben wir im Track A insbesondere, haben wir auch DWH Automation, Test Automation und nach dem Mittagessen dann auch noch Deployment Automation. Ja, und ich denke, das ist auch sicherlich eine beobachtbare Entwicklung, dass wir früher stärker manuell den Code geschrieben haben und heute sehr viel mehr ein Bewusstsein überhaupt vorhanden ist, dass man das auch automatisieren könnte. Gerade auch im Kontext von Fachkräftemangel hilft es, wenn man die Leute möglichst für wertschöpfende Dinge und nicht für Fleißarbeit einsetzen kann. Und das ist jetzt natürlich noch ein weiteres Technology-Thema hier, die Frage, bin ich on-prem oder in der Cloud? Ich würde jetzt meinen, wenn wir abstimmen würden, würden die meisten wahrscheinlich auch sagen, ja, Cloud, das ist modern. Verhalten Sie auch da im Hinterkopf, so toll die Cloud ist. Es gibt auch mal gute Gründe, on-prem zu bleiben. Microsoft hört jetzt da kurz weg. Wie gesagt, es ist nicht wertend. Ja, aber man kann schon feststellen, dass als modern wird heute die Cloud bezeichnet. So, Sie haben es schon fast geschafft. Natürlich ein bisschen anstrengend, da durch die ganze Stadt zu wandern. Uptown Process. Hier geht es jetzt vertieft eigentlich um agile Prozesse, nicht im Sinn von, machen wir agil oder Wasserfall, sondern hier geht es jetzt um den Aspekt, dass man, vor 10 Jahren haben wir auch begonnen, agil zu arbeiten im BI-Umfeld. Das Problem war, wir haben ganz am Anfang die Tendenz noch stark, dass man einfach versucht hat, Prozesse, die in der Softwareentwicklung funktioniert haben oder sich da etabliert haben, einfach auf BI zu kopieren. Und das hat leider nie so ganz richtig funktioniert und hat es auch durchaus Misserfolge bei agilen Projekten gegeben. Ich würde sagen, modern ist, wenn wir die agile Projektmethodik ganz spezifisch auf BI adaptieren. Auch wenn ich jetzt heute in meinem Vortrag nicht im Detail hier auf diese Punkte eingehen kann, wir haben uns hier viele Gedanken gemacht letztendlich, wie genau das ausschauen kann, wie wir eben auch diese Vielschichtigkeit in einem BI-System über verschiedene sogar technische Layer hinweg, wie man das am besten löst. Dann noch ein kurzer Besuch hier in South Contracting. Selbst das Vertragswesen kann antiquiert oder modern sein und so ein Bindeglied zwischen dem Projekt und letztendlich diesen Verträgen ist ja immer, was kann man schätzen? Irgendetwas muss man immer schätzen, aber die Frage ist, was schätzt du? Und ich bin auch groß geworden, nicht zuletzt auch von der Uni, wurde uns das so eingetrichtert, da hat man einen Scope, einen Umfang, den möchte man realisiert bekommen und dann schätzt man, wie viel Zeit braucht das. Es gibt aber eine andere Herangehensweise, man sagt, ja gut, das mit dem Schätzen hat eigentlich nie wirklich funktioniert. Da haben Sie schon mal ein IT-Projekt gesehen, wo die Schätzung irgendwie auch nur annähernd das war, was man am Anfang gesagt hat, oder aber dass der Scope dann wirklich da geliefert wurde, was man sich vorgenommen hat. Deswegen gibt es ganz markante auch Strömungen, die sagen, wir müssen das umdrehen. Wir fixieren das Budget, den Kostenrahmen und sagen zum Beispiel, ein Team mit so vielen Leuten während 3 Monaten kostet uns so viel.
Das ist relativ gut predictable. Und dann schätzen wir, was dieses Team plus minus in diesen 3 Monaten erreichen kann. Und mindestens aus einer finanziellen Perspektive haben sie sehr viel weniger Überraschungen. Und wenn sie es gut managen, wenn sie gute Governance haben, dann erreichen sie in der Regel auch beim Umfang die Ziele sehr viel besser, als man vielleicht zu denken mag am Beginn. Last but not least die Vertragsform hier. Wir haben immer, auch heute noch, Einkäufer, die finden, sie würden gerne mit uns einen Werkvertrag machen. Dann sagen wir, ja, das machen wir sehr gerne, wenn Sie, lieber Kunde, ein Werk definieren können. Und da es dann meistens an dieser Werksdefinition scheitert, machen wir eben keinen Werksvertrag. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn die Alternative? Man kann natürlich Time and Materials Verträge machen. Das Problem ist dann, auch nicht ganz fair, weil dann tragen Sie einfach das Risiko und wir als Dienstleister zum Beispiel kaum eines. Darum gibt es auch hier moderne Vertragsformen, wo man auf der einen Seite den Fokus auf die Regelung der Zusammenarbeit legt und auf der anderen Seite versucht, wie sieht ein fairer Risk-Share aus, wo Auftraggeber und Auftragnehmer gleichermaßen das Risiko, das in einem solchen Projekt immer inhärent ist, sich letztendlich teilen. Letzte Station, Release 1. Jetzt geht es wirklich darum, wie setzen wir ein Projekt um. Und wir haben hier, Sie sehen auch wieder so die Begriffe Inception, Construction, Transition. Aber was hier ganz ein zentraler Aspekt natürlich ist, die eigentliche Anforderungserhebung, wenn es also um die Detailanforderungen geht, die erheben wir eigentlich erst während der Arbeiten im Release und nicht upfront irgendwo in der Vorzeit vom Projekt. Und Sie sehen das also hier, klassisch eben war 100 und mehr Seiten manchmal für ein großes Systemabpflichtenheft. Alles gut gemeint, runtergeschrieben, sehr viel Zeit investiert. Hat dann manchmal nicht wirklich funktioniert, trotz allem, weil es Überraschungen gab. Und auf der anderen Seite stehen ganz bewusst nicht einfach kein Anforderungsmanagement. Das ist auch ein modernes, agiles Vorgehen, heißt nicht einfach, wir schaffen mal ins Blaue hinaus und schauen mal, was uns heute in den Sinn kommt, was wir entwickeln könnten. Nein, hier haben wir eine sehr systematische Vorgehensweise in Form eines sogenannten Scope Breakdowns. Das habe ich Ihnen eingangs kurz gezeigt, wie man eben von Release-Zielen zu den Epics, zu Features und auch das kann man noch weiter herunterbrechen, die sogenannten Backlog-Items. Die Release-Dauer habe ich auch schon angesprochen. Häufig früher Projekte 6 und mehr Monate Durchlaufzeit. Heute ist das Ziel mindestens, so wie wir das für uns definieren, möglichst immer kleiner, 4 Monate muss irgendwas live gehen. Ja? Weil sonst ist der Mehrwert nicht gegeben. Der Nutzen kann nicht entstehen, wenn nicht neue Funktionalität in dem nutzbaren System oder in dem produktiven System ankommt. Ganz wichtig, es geht nicht primär darum, ein System zu bauen, sondern dass jemand ein System nutzen kann. Ja, Sie können noch so eine tolle Architektur haben, Sie können noch so tolle Technologie, die von BigEval, von Bearscape einsetzen, wenn Sie am Schluss es nicht schaffen, die User zu enablen oder auf das System zu bringen, um zu zeigen, wie sie das System eben nutzen können, dass es eben auch nicht nur BI-Spezialisten, das heißt eine kleine Gruppe ist, sondern möglichst eine breite Gruppe. Erst wenn wir das erreichen, haben wir wirklich auch unser Ziel eigentlich erreicht.